Hallo noch einmal, dies ist eine kleine Ergänzung zu dem Video mit dem Pudding. Ich habe den Pudding jetzt hier in verschiedene Gläser gegeben. Hier könnt ihr den noch einmal sehen. Also es sieht jetzt wirklich aus wie Pudding. Die Butter, die ich vorher weggenommen hatte, habe ich jetzt hier drauf gegeben. Also hier noch ein kleines bisschen weiße Creme quasi dabei. Und ja, jetzt wollte ich euch noch ein paar verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie man das noch verschönern kann, je nach Geschmack. Wer Schwarzwälder Kirsch mag, kann zum Beispiel ein bisschen Kirschmarmelade dazugeben oder andere Marmelade. Das hier ist nämlich gar keine Kirschmarmelade, aber man könnte es ja für welche halten. So. Ich gebe nur ein bisschen, weil mein Sohn wollte jetzt keine, meine Tochter schon. Und ja, dann lasse ich die lieber erstmal einmal probieren, aber ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Dann könnte man ein bisschen Bourbon Vanille drauf geben. Ja, so. Ja, nicht zu viel. Das ist jetzt hier schon ein ganz kleines bisschen ist da drauf. Hier könnt ihr das sehen. Und ganz besonders wichtig ist aber, dass man, ja genau, ich fange jetzt mit dem Kakaopulver an. Dann mache ich die Kamera noch ein bisschen weiter nach oben. Also ihr braucht dafür so ein Sieb, ein feines Sieb. Oder ihr braucht es nicht unbedingt, aber es sieht einfach noch schöner damit aus. So, damit wir noch ein bisschen mehr Weiß haben, gebe ich jetzt auch noch einen letzten Schluck Sahne damit zu. Dann ein bisschen Kakaopulver in das Sieb geben. Vorsichtig so klopfen, also ich klopfe so dagegen. Das habe ich jetzt von der anderen Seite gemacht, das ist ein bisschen leichter gerade für mich. Aber ich will ja auch, dass ihr das seht, wie ich das mache. So. Und das hat jetzt den schönen Effekt, dass der Rand von dem Glas, ihr seht das hier, auch so bestäubt ist. Ich mache das jetzt einfach mal so zum Vorführeffekt. Also, dass ihr auch da Schokocreme drauf, Kakaopulver drauf habt. So sieht das jetzt aus. Und darüber kann man jetzt zum Beispiel von unserer selbstgemachten Schokolade auch noch ein paar Stückchen geben. Die mache ich ganz klein. Dafür ist gut, dass die Schokolade schon so dünn ist. So, und jetzt seht ihr das da drauf. Also einfach die feinen Stückchen da drauf geben. So, und dann haben wir Schokocreme oder Pudding oder wie man es auch nennen möchte, mit Schokoladenstückchen. So, und je nachdem, was ihr noch zu Hause habt, könnt ihr das natürlich auch noch variieren. Ihr könnt auch ein bisschen geschlagene Sahne so lassen oder die mit Honig süßen oder mit Vanille und ja, das dann hier mischen. Man könnte auch in verschiedenen Schichten, einmal dann die weiße Creme, dann Schokocreme, dann wieder weiße Creme, das könnte man auch machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Hier wollte ich euch nur ein paar erste Ideen geben. Ja, ich hoffe, auch das hat euch noch gefallen und ja, jetzt gehen wir weiter essen.